Shakti Shivena Zahamogate. I would like to share a little bit about what is the beauty of the fire puja, because we just finished one. We are right now in open garden in Brno. It's the place where we are doing fire pujas with our pujari team. And the beauty and the reason why we are doing it, it's because it's such a powerful tool for our living. We are spending so many time at home, at the offices, at the computers, like surrounded with vibration which are not so nice and not so nature for us. And very much people are living like stressful life and many worries, and fire puja is just such a powerful tool to discharge all of these things. Like for me personally, it's always like a small resurrection after 2 weeks or 1 month. I just love this feeling, like when I am returning from fire puja and feeling again like filled with the new energy, refreshed, much more lighter, you know. It's a perfect opportunity to discharge everything what we are sucking in our lives, in the relationships, in difficult situation, in dealing with difficult energies. It's like perfect tool to discharge everything and to be free again, to get again new inspiration to do something. And it's also a perfect opportunity to be just in the contact with the nature, with the 5 elements, like to sit outside under the sky and feeling the ground which we are sitting on, and look at the fire, feel the light which is coming from, and just to be nourished with all those beautiful vibration of the nature. It's such a pleasure to gain this energy and charge with, and that's what I like. Feuerpuja. Feuerpuja ist ein ganz großes Thema für mich. Die Feuerpuja hat uns im August 2012 ereilt, also so, dass wir sie selbst durchgeführt haben. Vorher haben wir viele Freunde besucht und haben teilgenommen, und 2012 im August haben Bettina und ich uns entschlossen, die Puja bei uns zu machen. Wir haben dann so ein Handout bekommen und haben uns dann herangeangelt und haben immer geguckt, dass wir es auch in richtigen Reihenfolge machen und so weiter. Ja, und seit der Zeit begleiten uns die Feuerpujas mit wachsender Begeisterung. Let's start your prayers. Even though you have a lot of sicknesses, a lot of family problems, a lot of unhappiness, tell everything. Exactly what you want. What is your inner side, your deep in your heart pain? Tell that. You don't need to tell to me. Tell to the fire. Sucking the lot of positive energy, there is the only one high super duper process is the fire cell. We have to use that. It will work out. Then it takes away from you. It sucks your pain and it burns. Absolutely, it sucks it. You can feel it, you will feel it. But you have to surrender with pure heart. It will really save our life. It will really wash out all our pain in our life. Absolutely. An der Feuerpuja fasziniert mich vor allem der Bezug oder die Zurückführung zu den Elementen, vor allem halt hier im Speziellen halt zum Feuer. Man verbindet sich mit dem Feuer, man spürt das Feuer. Das Feuer hat für mich die größte Kraft, die spiegelt sich die Sonne auch wieder, die eigentlich das Leben schafft, und somit auch ist das Feuer in der Puja für mich auch so lebensspendend. Es verbrennt zwar, aber trotzdem kreiert es durch das Verbrennen wieder was Neues. Und ich finde es einfach so kraftvoll, sich mit dieser Energie zu verbinden. Und wenn man dann am Boden sitzt und auch noch
die Erde spürt und die Erdelement und auch in der Luft ist. Und wir machen die Feuerputscher öfters auch am Wasser, also an einem Fluss, suchen uns einen bestimmten Naturplatz aus und wir versuchen immer alle Elemente zu vereinigen und man spürt diese Kraft. Ich fühle mich dann wie sensibel dafür. Es reinigt mich innerlich. Ja, und ich habe das Gefühl, mit dieser Natur zu verschmelzen. Und ja, fühle dann einfach auch, wenn ich am Boden sitze, wie das Feuer auch mit mir kommuniziert. Also das geht richtig in Dialog. Also das züngelt, das ist in Bewegung, das ist nicht in einer Form. Das ist immer wieder ein Wechseln, die Form verändernd. Und wenn man den Fokus drauf gibt, kann das extrem, mich beruhigt das sehr und gibt mir eben sehr viel Kraft. Die war so eigen, so einzigartig, ja. Die war ganz besonders, ja. Berührt mich heute noch, wenn ich daran denke. A, waren wir ein gutes eingespieltes Team, was wir durchgeführt haben, aber wir sind auch zu Menschen gekommen, die ganz offen waren. Und die Leute, die waren so intensiv mit dabei, ja, wo ich gedacht habe, das gibt's gar nicht, ja. Also die hatten ein offenes Herz, die haben nicht geguckt, wir kriegen da jetzt was geboten, morgen uns mal dazu, sondern die haben das ernst genommen und waren voll mit der voller Intensität dabei. Das war sehr beeindruckend, ja. Und das war auch eine ganz intensive Putscha, so wie ich sie erlebt habe, ja. Und habe ich bis jetzt noch nicht vergessen. Ja. Alle 2 Wochen, also ohne wird es gar nicht mehr gehen. Also manchmal ist es tatsächlich so, hat man irgendwie ein persönliches Verlangen, dann macht man auch spontan zwischendrin auch nochmal irgendwie im Feuer und eine Putscha, dass man das Gefühl hat, man kann sich wieder reinigen. Also es ist einfach doch mal viel kräftiger, wie jetzt nur in die Kerze zu schauen. Das hat natürlich auch schon seinen Effekt und ist auch sehr positiv. Aber wenn du dann im Feuer bist, am Feuer sitzt, verstärkt es diese Kraft neu enorm. Und es geht nach oben, es geht in die Atmosphäre und es ist so bezeichnend, das Feuer reinigt, aber das Feuer selber bleibt unberührt. Bleibt immer rein. Also Wasser verschmutzt sich, wenn man es sich wäscht, das bleibt im Wasser, aber Feuer, das wird verbrennen, es bleibt trotzdem immer rein. So, I was working with some people in a spiritual way in the mountains here in Bohemia. And we had a group of people who were working together quite some while and in a very strong place. And we were working to clean that place and doing our work there. And over time, different teachers began to appear, shamans and different people who were sharing tools. And then at one point, a student of Swami, Magda, who we know, also came. And she came with her very strong energy. She had been in the ashram. We knew that she was in this Kaleshwar line. And she made puja for us. Also ich bin gerade hier in Brünn für ein Feuerputscher-Workshop, Feuerputscher-Training. Wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht hier zusammen und zwischendurch war ich auch noch mal hier und es ist einfach ein total schönes Erlebnis, so gemeinsam mit einer Gruppe die Energie immer weiterzubringen und da rein einzutauchen in dieses Wissen rund um Feuerputscher und diese Erfahrungen auszutauschen, weil es wirklich reines Erfahrungswissen ist. Also man kann zwar die groben Rahmenbedingungen lernen, was man reingibt, ne, was so traditionell an Handlangungen gemacht wird während einer Puja. Das lässt sich relativ schnell erlernen, aber dann tatsächlich mit der Energie zu arbeiten und diese Feuerpuja auch als Heilinstrument anzuwenden, da gehört einiges mehr dazu und da braucht es einfach
viel Praxis. Und es ist für mich eine totale Glückseligkeit, hier nach Brünn zu kommen, weil die Gruppe hier das tatsächlich tut. Also sie sind wirklich dran und machen regelmäßig die Pujas und ja, wachsen einfach ständig weiter, stellen sich neuen Herausforderungen, beginnen halt die Energie auch zu senden zur Heilung anderer Menschen. And what I love on the fire puja is that it's opportunity to really build big energy, not only for us, not for our purification, not only for our spiritual growth or for fulfilling of our wishes, but it's also the tool how to build the energy for others. Really like to send this energy to other beings, to everybody who is suffering, to purify the atmosphere, to really give something for the peace, for the harmony, for the healing, and we can do it together. Everybody can just bring their own intention, their energy. The fire is connecting us, and we are creating strong energy field which everybody can benefit from, and that's also what I like a lot. And it's not about the words, it's not about the knowledge, it's not about the talking, it's just about feeling it, experiencing it and enjoying it, and that's much more than any words. It's just really like, it's not possible to describe the beauty of fire puja, it's just something that needs to be experienced and tasted. घनश्याम सुन्दरा घनश्याम सुन्दरा श्रीधरा अरुणोदय झाला. Ja, und das ist was mich in der indischen Tradition auch sehr berührt und vom ersten Moment an total beeindruckt hat und zutiefst berührt hat, ist diese Hingabe und die Verehrung. Und das ist auch, was das Wort Puja letztendlich bedeutet. Es bedeutet Verehrung. Und wenn ich mich darauf einlasse, in diesem geschützten Rahmen einer Feuerpuja zum Beispiel, wenn ich wirklich alles, was ich dort tue, in einer Haltung der Dankbarkeit und der Hingabe tue, dann merke ich auch, dass in mir sich etwas transformiert. Ja? Dann geht es gar nicht mehr unbedingt, vielleicht komme ich mit ganz vielen Wünschen zur Puja, vielleicht komme ich mit Dingen, die ich ablehne in meinem Leben, die ich überhaupt nicht mehr haben möchte. Ich komme vielleicht mit Frust von der Arbeit oder ich komme mit einem ganz, ganz tiefen Wunsch, den ich in mir trage. Und wenn ich dann mich hinsetze ans Feuer, ja, und anfange, wirklich mit jeder Gabe, die hineingegeben wird, zu danken. Wenn ich meinen Eltern danke, dass ich hier bin, wenn ich meinen Freunden danke, wenn ich mich auf all das besinne, was bereits da ist für mich im Leben und womit ich eigentlich beschenkt bin. Denn wenn wir ehrlich sind, uns geht es hier ziemlich gut im Westen, materiell gesehen zumindest. Wenn ich mich damit verbinde, dann passieren also in meiner Erfahrung zwei Dinge. Einmal werde ich immer erfüllter. Also was ich immer feststelle, ist, ich habe dann am Ende, wo dann der Höhepunkt ist und die Energie auch richtig da ist und wo Sri Kalle schon mal gesagt, jetzt müsst ihr euch fokussieren, jetzt müsst ihr genau wissen, was ihr wollt. Ja? Jetzt ist der Moment, jetzt müsst ihr den Sankalpam losschießen, dass du dann manchmal so erfüllt bist, dass du gar nicht mehr, du hast dann auf einmal gar keinen Wunsch mehr. Und das ist auch eine ähnliche Erfahrung, die ich in seiner Präsenz gemacht habe, dass einfach die Liebesenergie so groß war, dass sämtliche Wünsche oder Fragen auch gar keine Rolle mehr gespielt haben. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Energie oder ein Seinszustand, wenn du da mal bist, ja, wenn du dich dann dahin gehoben hast, auch durch diese Interaktion mit dem Feuer, durch deine Hingabe, durch dein Gebet eigentlich, bist du natürlich auch in einem Seinszustand, von dem aus es wahrlich leicht ist, Dinge zu manifestieren. Weil du sie nicht mehr aus einer Bedürftigkeit heraus in den Kosmos schickst, deine Wünsche, sondern du bist eigentlich schon erfüllt. Das heißt, es fühlt sich für dich eigentlich schon so an, als wäre der Wunsch bereits erfüllt.
Und Sri Kalesh war das zum Beispiel immer gesagt, ja, wenn er einen Sankalpam gemacht hat, hat er Kokosnuss gebrochen und hat gesagt, dann erledigt, ja. Und das ist tatsächlich das Gefühl, was ich dann habe, wenn ich am Ende da nochmal Intentionen abgebe, dass es eigentlich sehr, sehr leicht fällt, das loszulassen auch, ja, diesen Wunsch auch loszulassen, auch das Ergebnis loszulassen, was auch immer passieren möge, ne, soll passieren. Es ist ein wunderschönes Ritual, um dich genau dahin zu bringen, in diesen Seinszustand und in diese Haltung. Und je länger man das natürlich tragen kann, dann auch in den Alltag hinein, desto schöner ist es. Und die Pujas können uns wirklich, wirklich dabei helfen, ein ausgeglichener Mensch zu sein, ein dankbarer Mensch zu sein und jemand zu sein, der nicht vergisst, was das Leben für ihn tut, ja? Was die ganze Zeit, wie Gott für einen sorgt, wie andere Menschen für einen sorgen, einfach all diese Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern wirklich dankbar zu sein. Und das ist für mich auch Puja und ja, finde ich einfach wunderschön. Und bei mir war es eigentlich so die Antwort darauf, wie mit der Negativität umzugehen. Also einfach ein Werkzeug zu haben, das so stark mit der Negativität auflösen kann und reinigt. Also gerade auch wenn man Heilung gibt oder auch viel mit Menschen arbeitet. Ich arbeite in meinem Leben viel mit Menschen. Und es ist mir vorzustellen, es gäbe nicht zweimal im Monat diese Pujas, ist fast nicht mehr vorstellbar für mich. Also es ist einfach ein erstaunliches Werkzeug, was Sri Kaleshwar uns da gegeben hat. Und bei mir war es so, dass ich, bevor ich Sri Kaleshwar kennengelernt habe, eben wirklich habe ich auch Heilung gegeben schon und habe viel in dem Bereich gearbeitet und bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe nicht die Kapazität oder mir fehlen einfach die Werkzeuge, Menschen wirklich zu helfen. Also ich habe was gesucht, was tiefer geht auf eine Ebene, was Menschen zum Beispiel Süchte nimmt. Es kamen auch Menschen, die haben wirklich schwere Probleme gehabt, wo ich dann so an den Punkt gekommen bin, lieber Gott, wie kann ich diesen Menschen helfen, als kleiner Mensch. Ne? Und da bin ich eben zu Sri Kaleshwar geführt worden und habe genau das gefunden, was ich gesucht habe. Die haben auch beschrieben, dass es in Bhopal bei diesem Chemieunfall damals, dass sie den Impuls hatten, eine Gemeinschaft mit 16 Leuten, auch eine schwangere Frau dabei. Die hatten den Impuls bekommen, ein Agni durchzuführen. Die haben das sofort nachts, sind die aufgewacht, haben das gemacht und haben das den ganzen Tag durchgemacht. Und als der Unfall dann war, sind die heil geblieben, obwohl sie relativ nah an dem Unglücksort gelebt haben. Und es sind ja 20.000, man munkelt eigentlich, dass es eher 200.000 waren, die da verstorben sind. Und diese Gemeinschaft, die haben das alles heil überlebt. Und die junge Frau, die im 7. Monat schwanger war, die hat ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. When we started to do puja, make a clear idea what you really want. Just stand there and sit. One fire puja, one fire ceremony, when you are present, when your heart open there, then the energy started to flow in you. It is almost equal to 1,000 healers, the most powerful healers. Energy is giving like that to you. If your heart is open, you can sit hanging around, just watching the fire, strongly just thinking deeply what you really want, at the same time chanting that prayer, looking at the fire. Even though your mind is different, thinking up and downs, but concentrating on the near fire. So we made a date and a time to make puja in this place. We put it in the back of the chateau, in the areal, in the middle of this very large garden. And the idea was to clear the space, to help to clean the space,
and also to strengthen the energy of the people who were working there. And it was quite cold. We spent a lot of time building that puja place and decorating it with a lot of care and, let's say, sweetness. And then we were there making puja with, I think we were 4 to 5 women. And some of the mantras we knew, Gayatri mantra and others, and some were very new for us. And we were really very surprised how quickly those mantras were learned, and how strong the process was. Because we thought, well, it will take a while to start, etc. But it was as if puja really wanted to happen in the space. And we were there through the night. We were there for a very long time. It feels to me like it was a long time. We started a little bit after dusk and we went deep into the night. And I think in that moment, for me, I have a deep relation to fire, and I understand it from the purification sense and the charging sense. But this particular way of working and the puja and the dedication, the complete dedication, and the reverence to Agni and to the energy of fire and all of its potency was so strong that it was like for us, like, well, it was an enormous gift, but it was like, finally the proper way to work with fire in such a space, the proper way to work with sankalpam, with intention. We were really hungry to learn specifically how to make this in a reverent way. And also I love how the fire pujas are teaching me to have this connection to the fire, to the element, to the inner Shakti inside, to be aware again that nature is taking care about us, that is giving us the element to nourish us, to purify us, and it's the chance to give my gratitude and appreciation to the fire, and really like already come to fire consciously, like in sattvic energy and with the dignity, and worship the fire and the power inside. And it's so different, you know, like as a child I was growing up in the scout organization, and of course like the fires are a big part of this, you know, like on the holiday camps having the fire in the evening and sing the songs around or make sausages on it, you know. Like, of course, there was also some appreciation for the fire. There was some small fire rituals, you know. Even your scout pledge he was giving in front of the fire, but it was different. Like there was not the same inner value, this connection with the nature, with mother, and with everything she's giving us. Für mich war es so, ich habe die Negativität wahrgenommen in meinem Leben oder auch bei Menschen, schon auch früh, als ich Kind war, und habe eigentlich nur die Möglichkeit gesehen, positiv damit umzugehen. Also ich habe einfach mich darauf konzentriert und habe gesagt, ich versuche alles positiv zu sehen, was mir widerfährt in meinem Leben, in welcher Form es auf mich zukommt, es irgendwie anzunehmen und zu sagen, vielleicht hat es ja irgendwie einen guten Sinn oder es ist ein anderer positiver Sinn dahinter. Aber als ich dann Sri Kaleshwar kennengelernt habe, habe ich eben die tieferen Mechanismen verstehen dürfen, wie arbeitet Negativität und also Negativität wahrzunehmen in verschiedenen Formen und auch zu schauen, wie kann ich damit bewusst umgehen. Nicht nur eben es positiv betrachten und dann eben abwarten, was geschieht, sondern aktiv damit umzugehen. Und was mich fasziniert hat, auch in Indien, ist, dass die Negativität nicht getrennt wird von der Positivität. Also ich habe eine Spiritualität auch
im Westen kennengelernt, die sich aufs Positive konzentriert und man ist immer so auf einer Welle und ist immer auf einem hohen Punkt. Man muss einfach positiv sein. Und in Indien habe ich gesehen, dass die Menschen beides annehmen und wahrnehmen und aber auch damit umgehen und auch die Negativität nicht wegdrängen und ausgrenzen, sondern wirklich zu sagen, sie integrieren sie sogar. Und das ist mir bei der Feuerpuja bewusst geworden, dass eben durch diese hoch aufgebaute positive Energie auch alles nebeneinander existiert, die Negativität auch eingeladen wird oder kommen muss eigentlich, weil wir in der Dualität leben, muss die Negativität kommen. Und wie gehe ich dann damit um? Ich kann ja nicht einfach hier schick dich weg, sondern nein, im Gegenteil, sie wird begrüßt fast, weil es werden dann eben, dieser rote Reis wird verteilt, ne, ums Feuer und der ist für die Negativität, steht als Futter für die Negativität, dass die was hat, was sie essen kann. Und dadurch gehe ich im Prinzip auch liebevoll mit der Negativität um. Ne? Das heißt liebevoll, aber ich begrüße sie, ich sage, hier hast du auch was und akzeptiere beides im Leben. Nehme es wahr, weiß aber durch die Mechanismen und Techniken, die es Srikaleshwar gibt, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Also ich fühle mich sehr beschenkt und es hat eben die Antworten auf alle meine Fragen gegeben. Und ich wünsche mir von tiefem Herzen, dass viele Menschen das erfahren dürfen. Und man kann darüber reden, aber die Erfahrung zu machen, an der Feuerpuja teilzunehmen, das hat es auch mir gezeigt, das ist einfach nicht erklärbar, sondern das ist nur erfahrbar. Ich mag persönlich Rituale auch deswegen besonders gerne, weil sie den Verstand, den Mind wirklich fokussieren und man sich für diesen Zeitraum des Rituals wirklich komplett konzentrieren kann auf etwas außerhalb des Alltagsgeschehens. Ich kann mich erinnern, dass Srikaleshwar, wenn wir eine Feuerpuja gemacht haben, dass er am Beginn immer sagte, dankt euren Eltern, dankt eurer Mutter und eurem Vater. Und das hat mich immer sehr, sehr berührt, weil wie oft nehmen wir es für selbstverständlich an, dass wir hier sind und wie oft machen wir das bewusst, ja, dass wir einfach mal innehalten und sagen, danke Mami, danke Papi, danke meine lieben Eltern, dass ihr mich hierher gebracht habt und all eure Liebe und eure Zuneigung mir gegeben habt, dass ich ranwachsen konnte und so. Ich fand es immer eine sehr schöne Eröffnung von einer Puja, weil im letzten Endes ist Puja, das Wort Puja bedeutet Verehrung, ja. Und bei der Feuerpuja tun wir das halt, indem wir uns mit dem Feuer verbinden und mit der inneren Kraft vom Feuer, aber auch mit der Energie von Shiva. Das heißt, wir verbinden uns auch mit unseren göttlichen Eltern. Und ich finde es einfach einen schönen Rahmen, wo wir wirklich eintauchen können, wo wir raustreten ganz bewusst aus dem alltäglichen Leben und all unsere Liebe und Hingabe da hineingeben. Also bei der Feuerpuja ist ein Team ganz wichtig. Also man kann das bestimmt auch alleine machen, aber da kommt man auch nicht in die Energie rein, das kriegt man nicht geregelt. Ja? Also wir brauchen einen Holzmann, ja? wir brauchen einen Giemann oder Giefrau, ja? Wir brauchen jemanden, der den Reis schmeißt, ja? Wir brauchen jemanden, der die Puja leitet, der im Prinzip die Energien auch zieht. Und das alleine zu machen geht eigentlich nicht. Also aus meiner Erfahrung weiß ich, Bettina und ich, wir haben das am Anfang alleine gemacht, ja, August 2012. Und das haben wir schon hingekriegt. Aber heutzutage, also wenn wir sitzen mindestens mit 4, 5 Leuten um die Duni herum. Mittlerweile haben wir auch eine Duni und kein offenes Lagerfeuer. Ja, eine Duni, wo die Energie gehalten wird. Und mit dem eingespielten Team macht das richtig Laune. Da weiß jeder, um was es geht. Und letztendlich ist es ja auch so, dass man mit dem Feuer spricht. Ja, also das Holz wird mit eingegeben, aber nicht nach dem Motto, jetzt nehme ich 1 Kilo Holz und lege das da drauf, sondern es ist eine Zwiesprache. Es ist eine Zwiesprache zwischen dem Feuer und dem Mensch, der das Holz auflegt. Ja, das mit dem Ghee ist es selber. Und bei dem Reis, das man bei jedem Abschluss vom Mantra mit reingibt,
ist es auch so, da geht es jetzt nicht darum, dass man einen Pfund Reis auf einmal reinschmeißt, ja, sondern es geht einfach darum, dass man das nährt und dass man was gibt und dafür eigentlich auch was bekommt. Ja. Und letztendlich, wenn man reinfühlt und hat diese Sensibilität mal entwickelt, dann merkt man auch, wie kraftvoll das ist. Ja, genau. Das macht mir total viel Spaß. Also auch ich selber lerne auch dabei total viel. Ich mache die Pujas jetzt schon selber seit mehr als 10 Jahren regelmäßig. Und ich merke einfach, je mehr ich eintauche in dieses Thema, desto mehr eigene Fragen kommen auch auf. Und desto mehr sehne ich mich auch nach Austausch mit anderen, die selber auch das praktizieren. Und so ist das Ganze eigentlich mehr oder weniger so eine gemeinschaftliche, so ein Erfahrungsraum eigentlich, ne? Wenn diese Workshops, natürlich sprechen wir über Dinge, wie Sri Kaleshwar gelehrt hat oder wie die Tradition, die halt beschreibt, gewisse Dinge, die einfach gemacht werden bei einer Puja. Aber was wirklich diese Gemeinschaft einfach so total bereichert, ist dieser Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Praxis dann. Und da kommt einfach jeder, die Energie von jedem spielt da halt einfach eine total große Rolle. Ja. Wir haben dann irgendwann Vollmond- und Neumond-Puja gemacht und auch nochmal die speziellen Putschen zu besonderen Anlässen. Und und seit der Zeit machen wir Puja. Ich glaube, wir haben da letztes Mal zusammengerechnet, 200 oder 300 Putschen haben wir jetzt schon zusammen gemacht. Mhm. Das sammelt sich schon kräftig an. Ja, und für mich persönlich kann ich sagen, dass ich ganz tolle Erfahrungen gemacht habe mit den Feuerputschen. Vor allen Dingen mit den Wünschen, die ich mit eingegeben habe. Und da kann ich jetzt mal 2, 3 erzählen. Mhm. Ja, das eine war eine junge Familie mit einem Kind. Die wollten sich gerne erweitern, wollten noch ein weiteres Kind haben. Das hat nicht geklappt. Wir haben dann den Auftrag bekommen, dafür eine Kokosnuss zu schlagen. Das haben wir dann gemacht. Und im Nachhinein haben wir dann mitgekriegt und für mal erzählt bekommen und dann auch gesehen, 2 Wochen später war die Nachbarin dann schwanger. Ja. Das nächste Punkt, wo ich auch noch erzählen kann, war eine junge Frau, die hier in Deutschland, sie kommt aus Peru, aus Lima, und sie wollte hier in Deutschland ein Zweitstudium machen, also ein Masterstudium, auf das andere Studium aufsetzen und hatte als Wunsch Berlin, Stuttgart oder München, aber so auch in der Reihenfolge. Mit der Kokosnuss hat es dann so weit geklappt, und der Kokosnuss und Feuerpuja, dass dann die junge Frau in Berlin ihr Studium abschließen konnte oder überhaupt durchführen konnte. Und nochmal ein ganz dicker Hammer, jedenfalls für mich, das betrifft mich selber. Ich habe vor 16 Jahren einen kleinen Weinberg gekauft, als Freizeitgrundstück, herrliche Lage, Steillage, Blick auf Starkenburg und die südliche Pfalz. Habe dafür auch einen guten Preis bezahlt, also sprich, das war schon recht ordentlich. Und den Weinberg wollte ich dann jetzt auch wieder verkaufen. Hatte jetzt keine Lust mehr dazu. 16 Jahren waren für mich dann irgendwann das Ende. Und ich habe versucht, den Weinberg auch für ein gutes Geld wieder zu verkaufen. Das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Das erste Jahr war ich immer noch so ein bisschen schwankend nach dem Motto, oh, will ich ihn wirklich hergeben? Ist das so? Ist es okay? Und dann aber 2 Jahre war ich fest entschlossen, ich wollte die Arbeit nicht mehr machen und wollte den Weinberg aber auch nicht einfach so verschleudern und wollte aber auch, dass jemand den übernimmt, der den wertschätzt, ja, der auch meine Reben übernimmt und dafür sorgt und überhaupt auch, ja, der froh ist, dass er den dann hat, ja. Und daraufhin, Jenny, haben wir zusammen die Feuerpuja gemacht mit der Intention, dass das genauso, wie ich das eben erzählt habe, dann auch verkauft werden kann. Und wir hatten 2,5 Wochen, nachdem die Feuerpuja durchgeführt wurde, notariell den Vertrag unterschrieben. Und das ist absolut der Hammer.
Und ich habe auch das Geld gekriegt, was ich wollte, ohne Handeln. Und habe jetzt nochmal, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, und habe jetzt nochmal Ende des Frühjahrs so eine Mail von ihm gekriegt, wo er sagt, er ist so froh, dass er diesen Wingert gekauft hat. Das macht ihm so viel Freude. Ja. Das hat mich ja nochmal berührt und habe gedacht, wow, ja, also es ist einfach toll. Und es ist auch wirklich wesentlich, dass man sein Umfeld auch beeinflussen kann dadurch. Also wir haben jetzt in Einhausen, es hat geregnet, aber an dem Tag der Feuerputscher war immer gutes Wetter. Also man hat das Gefühl, dass sich immer das zum Positiven oder zu dem, wie man es gerade braucht, auch entwickelt. Also man hat Möglichkeiten auch, das Gefühl, die Möglichkeiten auch darauf einzuwirken. Und man kann das auch spüren in dem Umfeld, also die Natur reagiert. Natürlich wird man selber auch sensibel, aber man kann natürlich auch die Natur beobachten, wie Vögel oder Tiere auf diese Feuerputscher reagieren. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das den Umkreis, also wir, wenn nach Einhausen kommen, dann sagen wir, okay, so vorm Schild von der Autobahn, jetzt ist spürbar. And basically that's how Swami came into my life and into our lives. And because there was deep intention around that puja, after that it went very quickly. So I'm really grateful for that and for everything behind the puja itself, all of those thousands of years of working, everything behind Magda's journey and how she got to Swami and what she brought to us, and everything behind Swami in the lineage and all of the students and everyone who's working in the lines. I'm extremely grateful, and the fire really brought us to Swami, and it really, really, really brought Swami to us. Ich freue mich schon ganz besonders jetzt im Oktober, also in der Herbstzeit, eigentlich in der Erntezeit, feiern wir in Indien Navaratri. Das sind die 9 Nächte der göttlichen Mutter. Da wird das göttlich-weibliche verehrt. Und in Einhausen werden wir dort wieder an jedem Tag eine Feuerzeremonie machen. Und ich mag diesen Zusammenhang zur Erntedankzeit eigentlich. Da kommt wieder diese Dankbarkeit mit rein, ja. Und das ist einfach eine Zeit, diese 9 Tage oder 9 Nächte, wo wir uns nochmal ganz speziell mit der Schöpfung verbinden und Danke sagen können. Und durch diese die Praxis dann wirklich kontinuierlich an mehreren Tagen hintereinander weg, kommst du sehr in den Kontakt, ja. Da kommst du sehr in den Kontakt mit der Urkraft, mit der Schöpferkraft, die auch in dir ist, ja. Es ist wie ein Spiegel, es ist wie eine Reflexion dessen, was auch in dir ist. Ich erinnere mich, vor 2 oder 3 Jahren hatten wir diese 9 Feuer, also eigentlich sind es 11, weil wir eines davor machen und dann nochmal eins am letzten Tag. Hatten wir die auch gemacht hintereinander weg, und eines Morgens erinnere ich mich, wir haben die mal vormittags gemacht, wie wir alle rumwuseln und alle sind damit beschäftigt, die Duni schön zu dekorieren und alles vorzubereiten, und sehr liebevoll immer die Deko an der Stelle mal erwähnt. Ja, und wir sind dabei, das vorzubereiten, und auf einmal geht das Feuer an, ja. Das heißt, es ist wieder erwacht aus der Glut, ne, vom Vortag. Und das war so eine schöne, ist für uns alle, wir haben uns gefreut wie die kleinen Kinder, ja. Wir sind um die Duni rumgesprungen und haben uns total gefreut, weil es war irgendwie wie so eine Antwort, ja, wie so ein Hallo, hier bin ich, ne. Ja, es ist eine sehr schöne Erfahrung, so tief einfach auch mal über mehrere Tage hinweg sich mit der Natur zu verbinden, mit den Elementen zu verbinden einfach. Und da auch mal ganz speziell
das göttlich-weibliche zu ehren und dem zu danken, der großen Mutter, aus der wir alle gekommen sind. Ich bin eins mit dem Herzen der Mutter, ich bin eins mit dem Herzen der Liebe, ich bin eins mit dem Herzen des Vaters,